coastal RVs kind of thing, but Yeah. we've never had one that looks like this. Yeah. And we're kind of like a 4-star resort kind of place, so it's Yeah. just very odd. Hallo Freunde, neuer Tag, neues Glück. Das Wetter macht noch nicht ganz so mit. Wir sind hier immer noch im Zion National Park und es regnet schon seit 2 Tagen. Gestern hatten wir bei unseren Wanderungen sehr viel Glück, aber ja, heute geht auf jeden Fall die Tour weiter und ja, unsere Freunde sind ja auch bereits schon hier. Die sind da hinten. Das ist ja Camper. Und die machen sich auch schon ready. Und jetzt geht's Richtung Bryce Canyon. Gemäß Wettervorhersage soll's schneien dort. Wir werden sehen, wie es dann wirklich ist. Und dann sind wir gespannt, Bryce Canyon auch mal im Schnee zu erleben. Yellowstone war schon richtig toll im Schnee. Und jetzt schauen wir mal, ob Bryce dann wirklich im Schnee liegt. Ihr werdet es gleich erfahren. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe schon meinen Morning Walk im Regen gemacht. Und jetzt geht's los. Wir müssen ein bisschen früher los als unsere Freunde, weil im Zion gibt es einen Tunnel, der verbindet quasi den Zion Nationalpark mit dem Bryce. Und es ist eine wunderschöne Strecke zu fahren. Wir durften die gestern schon mit unserem Freund Alan fahren, mit seinem Pickup, aber da wir mit unserem Expeditionsmobil leider zu hoch sind, kommen wir da nicht durch den Tunnel. Darum heißt es für uns alles außenrum fahren. Was aber auch nicht schlimm ist. Es ist cool, dass wir das gestern sehen durften, weil das Wetter heute spielt nicht mehr so mit. Ja, hoffen wir, dass die anderen irgendwo doch noch ein bisschen Glück haben, dass sie die Schönheit dieses Nationalparks sehen. Aber irgendwie bringt da jedes Wetter ein bisschen seine schönen Eigenschaften mit, ne? Außer bei Tja, wer mag Regen nicht so. Ja, wir schauen mal, wie es wird im Bryce. Ob wir da gut durchkommen mit dem Schnee und zeigen es euch. Freunde, aus dem Bryce Canyon wird leider nichts. Dort oben war so viel Schnee, dass wir die Nase kaum vor die Scheibe gebracht haben. Die Sicht war schlicht null. Also haben wir das Ganze gelassen und sind direkt weiter nach Moab gefahren. Vom Zion sind das gut 5 Stunden, eine lange Strecke, aber die Landschaft macht's einem leicht. Und hey, manchmal entscheidet eben das Wetter, wohin die Reise geht. Guten Morgen, Freunde. Hey, es ist jetzt schon wieder der nächste Tag. Der Bryce Canyon war total verschneit und das war nicht so toll, da zu wandern. Und deswegen sind wir jetzt. Wir sind in Moab. Wir sind durchgefahren, 5 Stunden. Ja, und es hat den ganzen Tag geregnet. Das ist eigentlich sehr untypisch für diese Region. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Irgendwie werden wir halt vom Regen verfolgt. Und heute machen wir die Wanderung im Arches National Park. Und zwar den Devil's Garden. Und danach, mal schauen, ob es heute reinpasst. Ansonsten morgen. Was hat Thiago da geplant mit dem Biggie? Leute, es geht auf den berühmt-berüchtigten Schäfertrail. Trommelwirbel. Schaffe ist dann wieder dabei. Und bleibt dabei, weil das wird sehr spannend. Schäfertrail soll ähnlich sein wie der Moki Honky Donkey Moki Duckway. Moki Duckway, ja. Ich hab's nicht so mit Namen, so sorry. Ja, und wir hoffen, dass wir das Wetter ein bisschen hält, weil ich kann mir vorstellen, wenn es da so viel geregnet hat, dass es durchaus ja, sehr, sehr anspruchsvoll werden könnte. Und unsere Freunde werden uns wahrscheinlich begleiten, in der Kabine vorne. Und somit, ja, stay tuned.
Hello, how's it going? Thank you. Can I have a map or something? Yeah. Thank you so much. Have a great day. Heute machen wir wieder ein bisschen Wissen mit Manu. Der Arches National Park sieht zuerst nach einfachen roten Felsen aus. Aber wenn du ein bisschen genauer hinschaust, wird klar, wie speziell dieses Gebiet eigentlich ist. Über 2000 natürliche Steinbögen findest du hier. Die höchste Dichte weltweit. Der Grund liegt unter der Erde. Dort steckt eine alte Salzschicht, die instabil ist. Sie sackt ab, hebt sich wieder und der Sandstein darüber beginnt zu brechen. Genau so entstehen diese Arches. Der Park verändert sich ständig. Erosion arbeitet hier im Schnellmodus. Und dieses tiefe Rot kommt vom Eisen im Sandstein, das an der Oberfläche oxidiert, also langsam rostet. Am Ende stehst du hier in einem geologischen Labor, das seit Millionen Jahren läuft und schaust der Natur eigentlich beim Arbeiten zu. Leute, heute sitze ich mal auf der Rückbank und ich bin nicht alleine. Ich bin auch da. Aha, ja. Unser Besuch ist da. Wie fühlt sich's an, auf 2 Meter Hoch. Höhe zu sitzen? Hoch. Ja? Sehr schöner Ausblick. Wie ist die Aussicht? Hervorragend. Top. Er ist halt ein bisschen kamerascheu, Freunde. Ja. Wir bringen ihm das noch näher später dann. Dann wird er auch mal ein bisschen mehr zu quatschen haben. Aber aktuell ist er halt ein bisschen scheu. Wir sind jetzt unterwegs zum Archers, Devils, Hellis, Schieß mich tot Point. Und da gehen wir jetzt wandern. Es ist schon krass, dass wir Thiago zum Wandern gebracht haben. Aber mit ein bisschen Ja, kriegt alle einen Keks. Gruppendruck funktioniert es schon. Freunde, Attacke. Attacke. Ja, es wird Zeit, dass wir uns mal wieder ein bisschen bewegen. Oh ja. Und hier ist die Hochsaison vorbei, aber es ist trotzdem immer noch einiges los. Ja, hat immer noch Autos. Krass, ne? Im November. Dafür, dass das auch schon geschneit hat. Das ist echt heftig. Ja, hier ist immer was los. Im Sommer muss man hier einen Zeitslot lösen, damit man überhaupt reinkommt. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das im Sommer sein muss. Wir haben die richtige Zeit erwischt. Yes. Weißt du etwas über diesen Arch? Nee. Der ist groß. Nee, Spaß beiseite, der ist schon richtig alt. Und ich glaube auch, dass den irgendwann nicht mehr geben wird. Weil er schon so dünn ist in der Ja. Mitte, ne? Ja. So schön. Daneben auch noch einer. Toll. Was wir natürlich nicht wussten, der Devil's Garden ist die schwierigste Wanderung im ganzen Park, wenn man die ganze Runde macht. Typisch wir. Kaum wollen wir mal gemütlich spazieren, landen wir auf einem Trail, der plötzlich mehr nach Klettern aussieht. Der Weg führt über glatte Felsen, die Markierungen sind manchmal etwas kreativ. Und man muss schon wach bleiben. Aber genau solche Wege machen am meisten Spaß. Ein bisschen Chaos, ein bisschen Abenteuer und am Schluss wieder eine Story mehr im Rucksack. Heute zwischen Bilanz. Nach dem ersten großen Anstieg haben wir es geschafft. Sogar der kleine Dicke hat es geschafft. Und jetzt geht's weiter zum Black Arch und Double Arch. Und hast du nicht gesehen, Arch?
Und wenn wir heute Abend zurück sind, dann bin ich total gearcht. So, Freunde, nach der abenteuerlichen Kletterpartie sind wir jetzt hier angekommen im Black Arch Overlook. Der sieht richtig toll aus. Mal schauen, dass ich hier nicht runterfalle, ne? Leute, wir sind schon wieder weiter vom Black Arch. Es geht hier ein bisschen runter. Habt ihr das wahrscheinlich vorhin schon gesehen? Und es macht doch noch richtig Spaß hier, muss ich sagen. Hier zwischen den Felsen durch. Und ja, so. Und hoffen, dass wir schon bald am nächsten Punkt ankommen. Da machen wir mal eine kleine Pause. Hey, schaut mal. Nochmal ein cooler Arch. Hey, die Wanderung ist echt cool. Macht Spaß. Tut auch gut, sich wieder mal zu bewegen. Und dann ist auch hier die Touristengruppe, alle mit Foto. Ja, so wie wir. Sieht schon spektakulär aus. Es ist der Double Arch. Sieht man, glaube ich, auch hier oben und unten. Und wir sind jetzt, glaube ich, eine knappe Stunde unterwegs. Spannenderweise war der Trail als leicht angegeben. Ich glaube, das hat nicht wirklich viel zu tun mit leicht. So, Freunde, die Runde ist durch. Hier sind wir gestartet. Und da sind wir jetzt hergekommen. Das ist einmal so hier die ganze Runde. Dann sind wir bis zum Dark Angel hoch. Und dann alles hier den Spitz noch. Und alles hier wieder zurück. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt geht es etwa so knapp noch kurze 2 Kilometer hier zurück zum Fahrzeug. Am späten Nachmittag wollten wir mit unserem Besuch den Schäfer Trail fahren. Aber Leute, wir haben ihn schlicht und einfach nicht gefunden. Klingt doof, war aber genau so. Irgendwann standen wir dort, die Sonne ging unter und wir mussten einsehen, dass wir abbrechen und zurück auf unseren Campingplatz fahren. Ein bisschen enttäuscht waren wir schon. In diesen 2 Wochen haben wir ein straffes Programm und der Schäfer Trail wäre so ein Sahnehäubchen gewesen.
Aber offenbar möchte Jutta einfach, dass wir irgendwann wieder zurückkommen. Und ehrlich, recht hat es. Guten Morgen, Leute! Neuer Tag, neues Glück! Gestern sind wir nach der doch etwas anstrengenderen Wanderung, die bei unserem Freund auf Strava als leicht beschrieben wurde. Dafür hatten wir dann schlussendlich 3,5 Stunden und die war schon nicht ganz ohne. Also da war alles dabei. Da war Klettern dabei, da war Rutschen dabei, da war tiefes Wasser dabei, Sand. Und dann irgendwann werden die Beine schon ein bisschen müde und man muss sich doch immer konzentrieren, dass man da nicht irgendwo das Loch runterfällt. Also, falls ihr mal im Arches National Park seid und die Devil's Garden Wanderung in Erwägung zieht, dann seid darauf vorbereitet, dass ihr entweder einfach einen Teil wandert, es ist wunderschön, und wenn ihr die Rundwanderung macht, dann seid bereit für Abenteuer. Es war wie ein bisschen Offroaden, einfach mit unseren eigenen Füßen. Dann sind wir noch Abendessen gegangen und haben gut geschlafen auf diesem Campground inmitten Moabs. Und heute geht es weiter Richtung Monument Valley und dann schauen wir mal, wo wir schlafen. Unsere Freunde haben ja so einen Camper, das sind sie. Ein Cruise America C25 ist das. Und es funktioniert sehr gut, wenn wir so eine Nacht oder 2 Nächte auf dem Campground stehen. Und dann können sie wieder alles füllen, Strom einstecken etc. Und danach wieder eine Nacht irgendwo wild campen. Und da bekommen sie auch mal das Feeling dafür. Also falls ihr mal so unterwegs seid in den USA, es ist absolut möglich, so zu reisen und so mal an Plätze zu kommen, wo man kein Geld bezahlen muss für die Nacht und auch einfach mal irgendwo im Nirgendwo stehen kann. Genau, also jetzt, wir machen uns ready und los geht's. Wie zufrieden bist du eigentlich mit den amerikanischen Truckstops? Die sind hervorragend, weil die haben hier die dicken Schläuche. Ja. Und dementsprechend können wir schneller tanken. Weil da vorne, bei der anderen Zapfsäule, Es ist ein normaler Tankschlauch. ja, das ist ein normaler Tankschlauch und hier ist es dicker. Und deswegen für den dicken brauchen wir den dicken Schlauch. Und wir haben oftmals auch DEF, also AdBlue. Genau, direkt hier so. Oh mein Gott, wir können eigentlich in ganz Amerika konnten wir bis jetzt wieder von der Nusel tanken. Ja, richtig, das ist richtig Luxus übrigens. Das ist echt toll. Weil sonst mit dem kleinen Schlauch, dünneren Schlauchdurchmesser geht es halt einfach länger. Und ist definitiv einfach angenehmer so. In Kanada haben wir sehr oft AdBlue mit Kanistern getankt und das war ein bisschen umständlicher. War jetzt nicht schlimm, aber ist halt schon sehr komfortabel, wenn man mit so einer Nusel tanken kann. Wir wissen aber, dass das nicht mehr lange anhält wahrscheinlich. Ab Mexiko wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja, und in Kanada war es auch wirklich nur so, dass wir nur da mit den Kanistern tanken mussten, wo wir da im hohen Norden waren. Ansonsten gibt es ja auch in Kanada überall Tankstellen mit Stimmt. AdBlue. Für alle, die uns schon seit Anfang der Reise kennen oder zuschauen, die wissen, dass meine Aufgabe beim Tanken jeweils ist, zu schauen, dass der hier nicht überläuft. Wir blenden euch das Video hier oder hier, ich weiß gar nicht, egal, ihr wisst schon, hier oben oder hier oben ein, als wir da auf dem riesen Berg oben waren, auf den 3200 Metern.
Hinten oder vorne? Ja, jetzt an. Beim Offroaden hat sich unsere Kiste dann plötzlich geöffnet. Zum Glück haben wir immer unsere Zurgurte dabei. Und die Jungs haben das Ganze in ein paar Minuten wieder hingekriegt. Soll ich die Handschuhe bringen? Ist gut so da. Ja, das stimmt doch. Dann könnt ihr oben rein. Er geht schon nach oben zu. Aha, er geht rauf. das- Nein, so. weißt du, ich meine, dass er nachher rauf geht. Ganz dass er ins so Kiste rein. statt so. Dann muss ich die Aber ganze... dann muss Schloss. Hallo Freunde, schaut euch das mal an. Der Himmel ist mal wieder blau. Jetzt hatten wir doch einige Tage Regen. Ich glaube, so sicher 5 Tage hat es fast durchgeregnet. Und ja, wohin verschlägt uns unsere Reise heute? Erzähl den Leuten das mal. Wir gehen zum Grand Canyon. Jetzt verlassen wir Utah langsam. Also nicht langsam, wahrscheinlich war das letzte Mal Utah. Es hat uns sehr, sehr, sehr gut gefallen hier. Und würden wir jederzeit wieder zurückkommen, vor allem mit so einem Fahrzeug. Ein echter Offroad-Himmel hier. Und genau, jetzt gehen wir zum bekannten Grand Canyon und schauen mal, was da so geht. Ja, und das bei schönstem Wetter, weißt du, das ist echt was Spezielles. Weil die letzten Tage war es echt nicht so cool. Da hinten sind ja unsere Freunde, die machen sich noch ready. Die müssen noch kurz zusammenpacken und dann geht die wilde Reise los. Diesel RVs kind of thing, but Yeah. we've never had one that looks like this. Ja. And we're kind of like a 4-star resort kind of place, so it's Yeah. just very odd. That is a Yeah. problem. Okay. Yeah, I no know. doubt. Like I said, I've seen them. It's like. I've seen them online. They're mostly like off-road kind of. Thank you. Yeah. And like I said, what I think is kind of interesting. Buongiorno! Wir grüßen euch aus Lake Havasu. Das ist in Arizona und ich bin auch passend angezogen. Wir sind langsam am Ende unserer 2-wöchigen Rundreise mit unseren Freunden und die haben tapfer mitgehalten. Wir hatten ein straffes Programm in Utah, weil es dort einfach halt so viel zu sehen gibt. Und jetzt haben wir uns gedacht, die letzten Tage, damit sie auch noch ein bisschen ausspannen können, gehen wir auf den RV-Platz, ne? Also sind wir auch. RV-Resort, genau. Weil wir dachten uns, komm, das ist direkt am See, hier hat es ein Restaurant dazu, dann gibt es noch ein bisschen Ferienfeeling. Weil wenn man 2 Wochen Ferien hat, dann ist es auch nicht schlecht, mal ein bisschen, Urlaub, Entschuldigung, auszuspannen. Ja, wir haben reserviert per Telefon, sind gestern Abend angekommen. Und so ist dann beim Eingang auch dieses Video entstanden, das ihr davor gesehen habt. Sie sind nicht sicher, ob sie uns hier haben wollen. Das wird sich noch zeigen. Wir müssen jetzt zum Manager, weil sie haben sowas noch nie hier gesehen und sie haben eine Etikette.
Ja, also wir passen hier nicht ins Bild. So. Wollen wir eigentlich auch gar nicht, weil es ist nicht unsere Welt hier. Nee, Aber- aber wir dachten nicht, dass es dann auch, also, ja, wir sind auch nicht, also wir sind auch nicht dreckig oder irgendwas. Ich würde es noch verstehen, wenn wir jetzt hier voller Schlamm und was weiß ich ankommen. Aber die haben hier in diesen Resorts ein Bild von gewissen Campers, die sie haben wollen. Und ja, ich glaube auch Vans und so haben es irgendwie hier schwierig, weil die halt hier nicht ins Bild passen. Jetzt müssen wir nach vorne zum Manager und wir durften jetzt eine Nacht bleiben. Wollten wir eigentlich gar nicht mehr, aber wir sind spät angekommen. Und ja, jetzt schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Genau. Wir nehmen euch mit. Mal schauen, ob wir das filmen können. Seid ihr eigentlich mehr Team Campingplatz oder Freistehen? Sagt's uns. Würde mich wundernehmen, wie mutig ihr so unterwegs seid. Wir holen euch nächste Woche wieder ab. Dann geht's nach New Mexico. Danke für jedes Abo und jeden Like. Ihr macht das Ganze für uns richtig cool.